Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben, um zu sehen, ob das Magnet- oder Turbomagnetventil im kalten Zustand gut funktioniert, aber wenn es heiß ist, hat das Fahrzeug bereits eine Zeit läuft. Dass es einen Fehler hat oder dass es Probleme hat, na ja, das ist durchaus möglich. Das wird oft gesehen. Mal sehen, die Probleme, die das Magnetventil normalerweise macht. Das erste, was sonst? Zwischen Schmutz und Verstopfen und es kann seine Funktion nicht mehr erfüllen oder es brennt durch. Aber manchmal kann es vorkommen, dass eine Überspannung anlegt und es im Moment durchbrennt, dies kann passieren. Aber das Normale ist, dass das Magnetventil, Sie wissen, dass es ist ein Elektromagnet, dies ist ein Elektromagnet, er trägt eine Spule im Inneren, durch diese Spule fließt elektrischer Strom und das führt dazu, dass das Magnetventil heiß wird. Auch im Magnetventil selbst treten Dehnungen auf, die mit der Zeit dazu führen, dass sie ausgehen, sie brennen am Ende und die Fehler zeigen sie normalerweise nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen treten die Fehler auf. Wenn der Motor heiß ist, sie gehen und beschleunigen und das Fahrzeug beim Beschleunigen oder manchmal nicht gut reagiert, sie bemerken, wie einige seltsame Rucke und es ist, weil es den Turboaktuator öffnet und schließt, wenn es nicht sollte. Das Steuergerät gibt ihm einen Befehl, aber das Magnetventil funktioniert nicht gut, weil es diesem Befehl manchmal zur falschen Zeit gehorcht, oder manchmal befolgt es diese Anordnung nicht und jetzt. Wenn es dieser Anordnung nicht gehorcht, weil es ohne Turbo direkt da ist, das Fahrzeug verliert an Leistung. Manchmal erscheint die Fehlerlampe im Rahmen, bei den modernsten Fahrzeugen besonders und gut. In einigen Fahrzeugen können Sie den Test durchführen, da es Fahrzeuge gibt, die zwei identische Magnetventile haben, eine steuert den Turbo und ein anderes steuert das Äcker. Sie können sie austauschen und den gleichen Test durchführen, um zu sehen, ob sich die Reaktion im Fahrzeug ändert. Wenn sich das AGR ändert, ist es auch bemerkbar manchmal, dass der Verlust der Macht, weil es öffnet und schließt das Äcker, wenn es nicht, schwarzer Rauch aus dem Auspuff und so weiter, können Sie diesen Test durchführen, wenn Sie zwei Magnetventile im Motor haben, wie Sie wissen. In einigen Fahrzeugen sind sie auswechselbar, in anderen nicht und da wäre schon der Test zu machen. Denn manchmal scheint das Problem aufgrund der Änderungen ein Magnetventil zu sein, es kann aber auch sein, dass ein anderes Teil ausfällt. Manchmal kann es sein, dass Sie den Durchflussmesser versagen oder der Kennfeldsensor oder andere Dinge. Aber ich habe schon gesagt, dass es oft auch vom Magnetventil selbst kommt. Irgendwann wird es nicht mehr funktionieren, weder heiß noch kalt, wenn es vollständig verbrennt. Dann gehst du mit das Fahrzeug ohne Turbo, weil es den Unterdruck, der von der Vakuumpumpe kommt, nicht zum Turboaktuator lässt, dann gehen die Abgase durch den Auspuff verloren. Sie werden die Turbine kaum bewegen. Naja, hier hast du das Video, hoffe ich es hat alle Zweifel ausgeräumt und wenn ja, dann vergessen